Hallo, mein Name ist Daniela Kämmerer. Ich arbeite als Coach für Pferdemenschen und ich möchte heute einmal mit euch darüber sprechen, wieso es so schwierig ist, im Urlaub zu entspannen und wie es trotzdem gelingen kann. Als Pferdemenschen haben wir nicht nur wahnsinnig viele Hüte auf, alleine im Stall, aber eben auch in unseren anderen Lebensbereichen. Wir haben auch immer wahnsinnig viel unter einen Hut zu bringen. Und wenn es dann endlich Zeit ist, tatsächlich mal in den Urlaub zu fahren, fällt es nicht immer leicht, nicht nur den Stift im Job, sondern auch die Mistgabel fallen zu lassen, das, Sattelbestellformular, den Futtereimer und alles andere, was wir sonst so gerade am Laufen haben, einfach mal loszulassen und einfach mal zu entspannen. Und damit einhergehend auch die eigene Selbstfürsorge nach oben zu priorisieren in der Zeit im Jahr, wo es tatsächlich mal gelingen kann, wo wir uns tatsächlich mal vorgenommen haben: „Mensch, diese Zeit möchte ich etwas anderes machen, möchte ich für mich nutzen. Aber eigentlich sollte das auch im Alltag funktionieren. Das heißt, dass wir dauerhaft, eine Balance finden zwischen Produktivität und Ruhe. Das ist das, was wir alle wollen irgendwie und was doch immer wieder schwer zu erreichen ist. Deswegen möchte ich heute das Thema mit euch einmal aufrollen und einmal die verschiedenen Komponenten besprechen, die da mit drin stecken. Und zwar hat das Ganze sowohl eine kulturelle Komponente als auch ähm, eine genetische, als auch eine Nervensystemkomponente, also eine so persönliche, wenn man so möchte. Und auch eine identitäre. Und all das besprechen wir heute einmal und entwickeln Strategien, wie es jetzt gleich schon leichter werden kann, mit diesen ganzen Belastungen, die uns in den Urlaub mitbegleiten, mit unserem ständigen Gefühl von: „Ich kann mich nicht ausruhen“, mit diesem nagenden, Gefühl von: „Ich bin noch nicht fertig, wenn ich diese eine Sache noch erledigt habe“, mit diesem Gefühl von: „Ich würde so gerne entspannen, aber es geht irgendwie nicht“, umgehen können. Die erste Komponente, die erste Ebene, die wir uns betrachten wollen, ist die kulturelle Komponente. Warum fällt es uns so schwer zu entspannen? Unter anderem, weil wir in einer Kultur leben, die das Produktivsein, das Schaffen, das Tun gnadenlos glorifiziert und auch glorifiziert hat über die letzten Generationen. Das heißt, dass das Produktivsein, das Dinge schaffen, Dinge bewegen, noch mehr erledigen, dass das für uns und auch für die Generation vor uns immer eine Quelle war von Anerkennung von außen. Das geht sogar so weit, dass unser Unterbewusstsein inzwischen ziemlich gut verstanden hat, gelernt hat, dass unser Wert mit unserer Produktivität verknüpft ist. Das ist natürlich de facto nicht so. Unser Selbstwert, der Wert unseres Menschseins, so wie wir sind, ist unermesslich. Und das von dem Moment, wo wir geboren werden, bis zu dem Moment, wo wir sterben. Er verändert sich auch niemals. Und dennoch haben wir immer dieses Gefühl, hat unser Unterbewusstsein äh, diese Überzeugung, dass wir vielleicht oder die Angst, dass wir weniger wert sein könnten oder als weniger wertvoll eingestuft werden könnten von außen, wenn wir weniger leisten. Und das ist tricky, weil natürlich die Anerkennung von außen, die Wertschätzung von außen auch direkt mit unserem Überleben, ähm, verknüpft ist in unserem Unterbewusstsein. Das heißt, wenn wir keine Anerkennung von außen bekommen, wenn wir verstoßen werden von der Gruppe quasi, dann sind wir auf uns alleine gestellt und als auf sich alleine gestellter Mensch, das hat unser Unterbewusstsein, so abgespeichert, sind wir in großer Gefahr. Wir sind sehr soziale Wesen und, können eben alleine zwar funktionieren, wenn wir erwachsen sind, als Kind aber eben auch nicht. Und die kindliche Zeit ist die Zeit, in der unser Unterbewusstsein maßgeblich geprägt wird. Insofern haben wir die Wertschätzung von außen mit unserem direkten Überleben verknüpft.
Das heißt, für unser Unterbewusstsein ist es maximal gruselig, etwas zu tun, was riskieren könnte, dass wir von außen nicht angenommen werden. Und das geht nicht nur People-Pleasern, so sogenannten, sondern eben uns allen in dem Moment, wo wir nicht reflektiert drauf schauen, was da passiert. Und das ist tatsächlich auch das, was uns helfen kann, mit dieser Prägung umzugehen, dass wir nicht nur erkennen, dass wir in diesen Getriebenheitsmustern drinstecken, sondern eben auch, woher sie kommen und warum sie da sind. Denn das ist das, was es braucht, so ein gewisser Abstand auf die Situation, dass wir etwas verändern können und dass wir anfangen können, Alternativen zu sehen und festzustellen: „Okay, wir sind zwar so geprägt, aber wir haben ja auch unseren präfrontalen Kortex, mit dem wir bewusste Entscheidungen treffen können und der uns dabei helfen kann, mit dem wir uns selbst helfen können, jenseits von diesen Mustern zu leben und zu üben, neue Verhaltensweisen und damit auch neue neuronale Pfade zu kreieren. Denn das ist es ja eben auch, wenn wir kulturell geprägt sind und über die Jahrzehnte, die wir leben, gelernt haben, Produktivität heißt Anerkennung, dann gibt es viele neuronale Verknüpfungen, die darauf anspringen. Das heißt, es gilt quasi einen neuen Umgang damit zu finden und zu üben, wirklich sich abzutrainieren, den einen Pfad zu gehen, sondern und sich anzugewöhnen, den neuen Pfad zu gehen, damit das im Laufe der Zeit leichter wird. Es ist wirklich ein Gewöhnungsprozess, ein Umtraining, wenn man möchte, wie ein Muskel, der immer wieder trainiert werden möchte. So, das ist die kulturelle Komponente und das betrifft übrigens insbesondere Frauen. Dass insbesondere das ständige, Produktivsein, das ständige Tun und Machen, das ist natürlich insbesondere bei Frauen ein Thema, weil ihr Wert leider an anderen Stellen in so vielen bei so vielen Gelegenheiten in der Vergangenheit und in manchen Kulturen ist das ja immer noch der Fall, in Frage gestellt worden ist. So, also Frauen wurde über lange Zeit in der Vergangenheit und auch in bestimmten Kulturen heute noch nahegelegt, dass sie tatsächlich keinen Wert haben, sofern sie ihn nicht selbst erschaffen. Und, so tragisch wie das auch ist und so unwahr, so sehr steckt es doch eben in unseren Knochen. Und so sehr ist es eben wichtig, dass wir uns das bewusst machen, damit wir heute bewusst damit umgehen können. Denn wenn wir das Gefühl haben, dass wir wirklich immer, immer, immer leisten müssen, weil wir sonst nichts wert sind oder zu wenig wert sind, dann kann das eigentlich konsequenterweise nur in eine Richtung führen, nämlich zu einem Burnout, zu einer konstanten Überlastung, zu einem konstanten zu viel auf die Schultern laden. Denn diese Lücke, die wir da empfinden, die kann ja nicht gestopft werden durch das, was wir tun. Es gibt diesen Punkt des genug Nichts. Und deswegen ist das eben so gefährlich, diesem Ziel so lange nachzujagen und eben so weit über unsere Grenzen hinauszugehen dabei. Denn wir werden eben nicht diese eigentliche Lücke in uns füllen können. Und da helfen eben Dinge wie Coachings, wie Therapien, wie eben Selbstreflexion, die Auseinandersetzung mit den eigenen Gedanken, Gefühlen, der eigenen Geschichte und der eigenen Prägung so sehr, festzustellen, was da abläuft bei uns und was auch unsere, Motivation dabei ist. Und da sind wir im Grunde auch schon bei den nächsten beiden Punkten. Denn die zweite Ebene, auf die es sich einmal lohnt zu schauen, ist die transgenerationale Ebene. Denn aus der Epigenetik wissen wir inzwischen, dass Traumata weitergegeben werden können. Also sprich, dass wir die Freuden und Ängste und die negativen Erfahrungen unserer Großeltern, Urgroßeltern, Eltern und weit darüber hinaus übrigens auch, man spricht von 7 Generationen, die einen Einfluss nehmen können, ähm, dass wir die eben auch mit in uns herumtragen können und mit nachfühlen können, was sie gefühlt haben.
Und da gibt es ein sehr richtungsweisendes Experiment, was man dazu gemacht hat mit Mäusen, denen man immer wieder den Geruch von Kirschblüten vorgesetzt hat und ihnen dazu Elektroschocks verpasst hat. Und das hat dann dazu geführt, dass sie natürlich reagiert haben auf die Elektroschocks mit Angst, Panik, Stress. Und irgendwann hat man die Kirschblüten aber die Elektroschocks weggenommen und tatsächlich die Tiere darauf konditioniert, dass sie nur auf die Kirschblüten hin diese Reaktionen haben. Interessant ist, dass später dann festgestellt wurde, dass die nachfolgenden Generationen dieser Mäuse auf die Kirschblüten ebenfalls die gleiche Stressreaktion hatten wie die Eltern, wie die Großeltern vor ihnen und das ohne, dass diesen Mäusen jemals Elektroschocks verpasst worden sind. Mit anderen Worten, wir fühlen den Stress der Generation vor uns bis zu einem gewissen Grad noch in den eigenen Gliedern. Und wenn wir in Deutschland leben oder auch überhaupt in Europa, dann können wir uns vorstellen, wie viel Stress da drin stecken kann. Mit anderen Worten, wir können gar nicht bis ins Kleinste verstehen, warum wir mit so viel Stress, mit so viel Angst zum Teil, mit so viel, Schuld, mit so viel Scham, mit so viel Wut oder Trauer vielleicht auch herumlaufen, weil wir eben so vieles auch übernommen haben können. Und die Wahrscheinlichkeit, dass jemand in unserer Vergangenheit vielleicht tatsächlich, ähm ja, dass sein Leben abhängig war davon, dass er ständig geleistet hat, dass er ständig wach war und dafür gesorgt hat, dass es ihm gut geht und dafür gesorgt hat, dass er irgendwie, ja, dazugehört oder eben auch einfach für sein eigenes Überleben sorgt. Dass er sich tatsächlich nicht mal eben ausruhen konnte, ist relativ hoch. Und auch das steckt uns, wie gesagt, in den Gliedern. Nur ist es auch da eben wertvoll festzustellen, dass es uns heute nicht so geht. Dass heute nicht unser Überleben von unserer ständigen Produktivität abhängig ist und dass wir deshalb mit dem Blick darauf, auf diese Wirkung erkennen können: „Okay, wir haben eine andere Möglichkeit zu handeln. Es ist Zeit, dieses Verhaltensmuster hinter uns zu lassen und festzustellen, wir haben heutzutage den Luxus, uns entspannen zu dürfen und auch entspannen zu müssen ein bisschen, um unsere Batterien wieder aufzuladen, um für unsere heutigen Lebensumstände, gut sorgen zu können, um gut da sein zu können für die Menschen und die Tiere, die unter unserer Obhut stehen. Um die Leistung zu erbringen, die wir vielleicht auch erbringen wollen, ohne dass wir uns ständig davon getrieben fühlen. So, es geht quasi darum, den Automatismus daraus zu nehmen und mehr in ein „Ich möchte das tatsächlich“, warum auch immer, weil ich mich heute dafür entschieden habe oder weil ich mich im Großen und Ganzen dafür entschieden habe, weil ich dieses Leben so leben möchte, ja, aus der Haltung heraus zu handeln und weniger aus diesem, Getriebenheitsgefühl heraus. Und die dritte Komponente ist ebenso wichtig zu erkennen und hängt auch wieder damit zusammen. Und die besteht darin, dass Produktivität auch eine Traumareaktion sein können. Also auch eine Reaktion unseres Nervensystems auf Stress. Eine Vermeidungsstrategie auch, wenn man so möchte. Denn wenn wir uns geschäftig halten, ist es zum einen eine Verarbeitung eines Fluchtreflexes, ne? Also, wenn unser Nervensystem Stress, ähm, ähm, ja, erfährt, dann ist eine Reaktion die Fluchtreaktion. Und die versetzt uns in Bewegung. Und dann machen wir und dann machen wir und dann machen wir, dann laufen wir idealerweise und idealerweise bewegen wir auch den ganzen Körper dabei, um diese Stressreaktion wieder abzubauen. Das heißt, dieses Tun ist dann im ersten Moment auch eine Stressreaktion, die wir aber nicht voll ausführen, eben dadurch, dass wir meistens nicht den ganzen Körper dabei bewegen, sondern nur bestimmte Anteile und dass die eigentlichen Emotionen, die dahinter sitzen,
nicht, verarbeitet werden können und meistens auch nicht betrachtet werden. Und durch dieses ständige in der Bewegung bleiben, im Busy-Sein bleiben, halten wir diese Emotionen eben auch über einen gewissen Zeitraum unter, Verschluss. Und das kann für unser Unterbewusstsein auch ganz komfortabel sein, denn so große Reaktionen, so große Emotionen können scary sein, können uns Angst machen, gerade wenn wir gelernt haben, nicht zu laut zu sein, nicht irgendwie unangenehm aufzufallen, dass Emotionen unbequem sein können, vielleicht für andere, ne? Da sind wir wieder auch beim Thema Zugehörigkeit. Und dann neigen wir dazu, sie runterzuschlucken. Und auch das macht uns dann wiederum Stress von innen. Und das Interessante ist, dass eine richtig gelebte Emotion, wirklich eine ausgelebte Emotion, wenn wir nicht in irgendwelchen Geschichten drinstecken, die wir drumherum geknüpft haben, dauert nur um die 90 Sekunden im Schnitt. Ja, das heißt, das, wovor wir so große Angst haben, unterbewusst, eine Trauer, eine Wut mal wirklich zu zeigen, das wäre eine Frage von irgendwie Sekunden. Wir trauen uns nur tatsächlich nicht in diesen Moment des gefürchteten Kontrollverlusts hinein. Und dadurch halten wir uns immer in diesem Stresszustand. Das ist wie so ein Deckel, der kurz vorm oder so ein Topf, der kurz vorm Überkochen ist und wo der Deckel immer schon so ein bisschen wackelt. Das heißt, auch da hilft ein Hingucken, um eine bessere Balance zu finden zwischen Ruhe und Produktivität, um Ruhe quasi aushalten zu lernen. Das ist tatsächlich, etwas, was wir dann lernen dürfen. Das der Stress, den wir fühlen, der uns konstant in so einem Unruhezustand vielleicht auch hält, das ist einer, den wir sehr gut kennen und den unser Nervensystem sehr gewohnt ist. Das heißt, wir können wirklich von einer Stresssucht sprechen, von einer Sucht nach einem bestimmten Level, nach einem bestimmten Pegel an Cortisol im Blut. Cortisol ist das Stresshormon, was wir ausschütten, wenn wir in dauerhaftem Stress sind. Das heißt, wir haben erst Adrenalin und wenn der Stress länger anhält, dann wird es irgendwann Cortisol. Und wir kennen das, dass wir einen gewissen Cortisolpegel im Blut haben. Und Cortisol macht süchtiger als Rauchen. Das heißt, wenn wir einen gewissen Pegel gewohnt sind, dann braucht es tatsächlich ein bewusstes Herangehen, um diesen Cortisolpegel zu senken, um zu üben, einen niedrigeren Pegel auszuhalten. Und das ist auch der Grund, warum, wenn wir uns aufs Sofa setzen, wir plötzlich merken, dass wir ja noch die Wäsche abhängen mussten. Oder wenn das Pferd endlich mal wieder gesund ist, uns einfällt: „Ach nein, der Sattel ist ja noch nicht optimal." Wir sind sehr gut darin, uns irgendetwas zu suchen, um wieder diesen Cortisolpegel herzustellen. Ich bin inzwischen ziemlich, neugierig auf diese Momente, wo ich herunterfahre und dann aber feststelle, dass mein Unterbewusstsein, mein Gehirn mir so Gedanken schickt, Gedanken produziert, die in meinem System wieder Stress herstellen, weil der Pegel gerade droht zu sinken und dann, wieder etwas passieren muss, damit der Pegel wiederherstellt. Da kann jeder Gedanke, jedes Gefühl herhalten und, beziehungsweise entsprechend alarmiert, reagiert dann eben auch der Körper auf äußere, Faktoren und wir denken, wir können einfach nicht abschalten. Ich hatte das tatsächlich neulich in der Sauna mal, nach einem langen Tag, dass ich auf der Liege lag zwischendurch und wirklich gemerkt habe, wie mein Körper runtergefahren habe und plötzlich kam ein Gedanke und ich habe mich gefragt: „Hast du eigentlich den Herd ausgeschaltet? Hast du eigentlich alle Elektrogeräte tatsächlich auch ausgeschaltet vorhin?" Und dieser Gedanke war völlig aus dem Zusammenhang gerissen. Natürlich hatte ich auch alle Geräte ausgeschaltet. Und es war so offensichtlich für mich, dass das eben ein Gedanke war, der entstanden ist, weil mein Nervensystem runtergefahren ist, weil der Cortisolpegel gesunken ist. Und wenn wir besser darin werden, das zu erkennen und diese Gedanken zu entlarven als: „Hey,
Es gibt gerade wirklich keinen Grund für mich zu stressen. Ich kann gerade wirklich entspannen und wir lernen uns da selber an die Hand zu nehmen, können wir eben nach und nach üben, diese Ruhe auch auszuhalten. Und das ist das, worum es letztlich geht. Die eigenen Muster zu erkennen, diese Momente zu erkennen, wo wir in die Ruhe hineingleiten und wie wir dann eben auch wieder hinausgleiten und warum. Das kann, super spannend sein. Und eine kleine Übung möchte ich dir auch sehr gerne mitgeben, mit der du üben kannst, stressige Gedanken, ähm, etwas besser, zu halten oder etwas besser auszuhalten, indem du übst, Ruhe im System zu schaffen, trotz dieser Gedanken. Da gibt es ganz viele Techniken zu, ne? Atem kann helfen, Selbstberührung kann helfen, Bewegung kann helfen, ähm, Sound kann helfen, also wenn du deine Stimme benutzt auf eine bestimmte Art und Weise. Gefühle ausleben, die du gerade spürst, kann helfen. Aufschreiben kann helfen, Umarmung kann helfen, Küssen können helfen. Es gibt ganz, ganz unterschiedliche Dinge, die da helfen können. Aber eine Sache, die du vielleicht mal ausprobieren kannst, das nächste Mal, wenn du so einen stressigen Gedanken hast von: „Ich kann gerade einfach nicht entspannen.“ Und der Gedanke an sich kann uns ja übrigens auch schon Stress machen, so wie: „Ich kann gerade nicht schlafen.“ Und wir merken, wie es immer später wird und wie unsere Nachtzeit an uns vorbeigeht, ohne dass wir geschlafen haben zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Aber nimm dir gern diesen Gedanken, den du hast, identifiziere ihn und nimm ihn dir und dann sprich ihn dreimal hintereinander laut aus, jeweils verbunden mit einem tiefen Atemzug in den Bauch, ne? Also, wenn wir zum Beispiel nehmen, „Ich kann nicht richtig entspannen“, dann atmen wir danach einmal tief ein in den Bauch, in den gesamten Oberkörper, halten den Atem kurz und atmen durch den Mund wieder aus. Noch zweimal so. Ich kann nicht richtig entspannen. Ich kann nicht richtig entspannen. Und was du vielleicht feststellen wirst, ist, dass dieser Gedanke damit schon ein bisschen weniger dramatisch wirkt, ein bisschen weniger aufgeladen ist. Und das, worum es letztendlich geht, ist wirklich zu üben, festzustellen: „Okay, das stresst mich gerade“, und aber auch dem System, dem Körper, dem Nervensystem immer wieder Ruhe zu signalisieren, indem wir etwas tun, was ihn physisch entspannt. Und diese tiefen Atemzüge tun es zum Beispiel, die einige oder die eben genannten Dinge tun es auch. Es gibt noch viele, 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 viele weitere Techniken. Ähm, und all das kann dir eben helfen, festzustellen, was ist und zu üben, das Ganze entspannter wahrzunehmen. Das heißt, mit dem im gleichen Zustand zu sein, mit einem gesenkten Cortisolpegel. Und das lehrt das System nach und nach, mit einem niedrigeren Cortisolpegel auszukommen. Das heißt, bei all dem geht es letztendlich immer wieder um das Bewusstsein, um das Bewusstmachen, das Draufschauen und dann eben einen bewussten Umgang damit finden. Es wird trotzdem immer wieder ein Prozess sein, aber im Laufe der Zeit und je mehr du das übst, desto leichter wird es werden, eben auf diese Art und Weise konstruktiv mit dir umzugehen und Schritt für Schritt zu üben, mehr Ruhe auszuhalten und aber auch nachsichtig mit dir zu sein. Weil es eben so viele gute Gründe gibt, warum es schwierig ist, einfach mal abzuschalten und einfach mal zu entspannen. So ironisch und so bittersüß das auch ist. Ja, ich hoffe, da war etwas für dich bei. Ich hoffe, der eine oder andere Gedanke hat dir geholfen. Lass mich sehr gerne wissen, was du aus dieser Folge für dich mitnimmst, was du für dich ausprobieren kannst und möchtest auf dem Weg zu mehr Ruhe und mehr Entspannung im Urlaub und darüber hinaus. Schreib mir sehr gerne eine Mail an hi@danielakämmerer.com, Kämmerer mit AE, und dann freue ich mich einfach von dir zu hören. Und
Wenn du dir dabei Unterstützung wünschst, wenn du Lust hast, tatsächlich mal einen Blick darauf zu werfen, was denn eigentlich deine Stresstreiber sind und du dir individuelle Techniken wünscht, damit umzugehen, dann schreib mir auch sehr gerne, denn ich spreche sehr gerne mit dir über mein individuelles Coaching-Programm über 3 Monate, bei dem ich dich begleite dabei, die eigenen Muster besser zu verstehen und eben leichter damit umzugehen und damit immer mehr in deine eigene Mitte zu finden und in die dir bereits innewohnenden Fähigkeiten zu mehr Ruhe, zu mehr innerer Stärke und mehr auch innerer Führung. Mehr Führung aus dir selbst heraus, dass du einfach weißt, was gut und richtig für dich und auch für dein Pferd ist und es eben auch nach außen vertreten kannst. Das hängt tatsächlich alles zusammen. Ansonsten wünsche ich dir einen ganz, ganz tollen Urlaub. Ich wünsche dir viele Ruhemomente. Ich hoffe, du zählst jeden einzelnen, weil auch das ist eben wichtig, dass wir Ruhemomente auch bewusst genießen und bewusst feststellen, ja, da war wieder so einer. Selbst wenn es nur einer war jetzt gerade. Das ist doch toll. Und dann werden es im Laufe der Zeit immer mehr. Lass es dir gut gehen. Bis ganz bald.